Hallo, könnten Sie sich bitte vorstellen? Ich bin Rosmarie Sardi und komme aus der Schweiz, aus dem italienischen Teil der Schweiz. Ich bin RP-Patient und bin hier zur Verbesserung meines Sehens. Wann haben Sie die Diagnose Retinitis pigmentosa bekommen? Ich war schon im Kindergarten, hat man das festgestellt. Natürlich hat man das nicht zu mir gesagt, aber da bekam ich die erste Brille. Und wann und wie haben Sie entschieden, unsere Klinik zu kommen und diese Behandlung zu bekommen? Also mein Sohn hat sich ein bisschen umgesehen im Internet und hat das gefunden und hat mir dann den Link geschickt. Er hat mir zuerst einen anderen Link geschickt von Kuba. Die machen Mikrooperationen und da habe ich aber sofort, das war mir unsympathisch, ich habe sofort ein Nein gespürt. Und hier hatte ich das Gefühl, das ist der richtige Platz, das ist das einzig Richtige, was mir helfen kann. Und so ist es auch. So, was für eine Verbesserung, was für ein Resultat haben Sie mit dieser Behandlung? Also ich habe darauf gedrängt zu kommen, weil ich eigentlich mit dem linken Auge blind war und mit dem rechten Auge ganz wenig gesehen hatte und es hat sich sehr schnell verschlechtert, dass ich mein Gesicht nicht mehr sah im Spiegel und das hat mir Angst gemacht. Und deshalb hatte ich das Gefühl, ich möchte lieber jetzt noch was machen. Und obwohl sie eigentlich nur Patienten bis 60, höchstens 65 nehmen, ich bin 70, haben sie mich noch genommen. Und welches Resultat haben Sie mit dieser Behandlung? Sind Sie verbessert? Wie haben Sie verbessert? So, was denken Sie über die Behandlung, die Sie hier gehabt haben? Also ich kann nur sagen, ich bin froh, dass ich gekommen bin und es ist wirklich das einzig Richtige, was ich machen konnte. Denn in der Schweiz konnte mir niemand helfen. 3 Augenärzte haben mir gesagt, das ist nichts mehr zu machen. Der eine hat gesagt, wo nichts mehr ist, kann man auch nichts holen. Die andere Ärztin hat gesagt, Sie brauchen keine Hoffnung mehr zu haben, da kann niemand mehr helfen. Und die dritte hat gesagt, ja, es gibt vielleicht, also mit Tierversuchen irgendwas, aber das ist noch nicht sicher. Sollen wir sie auf die Warteliste nehmen? Ja, und jetzt, ich bin froh, bin ich hierher gekommen, obwohl ich keine Unterstützung bekam von der Schweiz. Leider. Es hat mir geholfen, weil ich vorher, bevor ich kam, war ich so unsicher auf der Straße, in den großen Einkaufsläden, wo ich vorher immer allein ging. Ich bin in die Sachen hineingelaufen, ich bin in die Leute hineingelaufen, ich bin in die Einkaufswagen oder in offene Türen hinein. Ich hatte immer wieder blaue Flecken vom Reinlaufen. Und jetzt fühle ich mich eigentlich wieder viel sicherer. Ich kann jetzt alleine gehen, ich kann den ganzen Weg in Istanbul zu meiner Wohnung alleine machen und habe auch keine Angst mehr, dass ich irgendwo Misstritte mache oder Treppen herunterfalle oder solche Sachen. Das ist jetzt vorbei, Gott sei Dank. Wie ist es mit dem Lesen?
Ich kann jetzt ohne Brille lesen und ich habe früher 3 Jahre lang alle Bücher mit Lupe gelesen. Und ich habe mir gesagt, ich lasse mir das Lesen nicht nehmen, selbst wenn ich mit Lupe lesen muss, da mir die Brillen auch nichts mehr gebracht hatten. Ich lese sehr gern und deshalb bin ich froh, dass ich jetzt ohne Brille lesen kann. Und ich kann auch die Plakate wieder sehen auf der Straße und an den Häusern, das konnte ich auch nicht mehr sehen. Wie ist es mit der Anpassung? Also da habe ich im linken Auge noch Schwierigkeiten, aber wenn man denkt, als ich gekommen bin, war das linke Auge blind. Und nach der ersten Sitzung habe ich noch nichts gespürt. Nach der zweiten Sitzung, also am zweiten Tag schon, konnte ich 3 Linien im Abstand von 40 cm lesen, obwohl ich das Blatt vorher, also am anderen Tag vorher, nicht mal das Blatt gesehen habe. Und nach der dritten Sitzung konnte ich schon 9 Linien lesen, mit dem Auge, das blind war. Und mit dem rechten Auge habe ich auch viele Fortschritte gemacht. Ich kann zum Beispiel viele Sachen jetzt besser sehen und klarer sehen. Wir haben hier einen Balkon und da gehen wir auch die Patienten untereinander hin. Wir sehen direkt auf das Marmarische Meer und wir testen uns gegenseitig, wie viele Schiffe wir sehen. Ich habe am Anfang etwa die ersten 5 Tage nie mehr als 3 Schiffe gesehen. Und plötzlich eines Tages habe ich 11 gesehen und kurze Tage nachher 19 und dann plötzlich 22. Und gestern Abend habe ich 41 gesehen von der Brücke aus. Und das macht mich natürlich froh. Im Gegensatz vorher war ich deprimiert, weil ich wurde nicht mehr als ganz genommen. Man spürt schon, dass man bei den Menschen nicht mehr so ankommt. Man ist eine Belastung, wenn man nicht gut sieht oder so schlecht sieht, wie ich gesehen habe. Man macht, wenn man kommt, am ersten Tag einen Augentest in einem Augenspital und bevor man geht, macht man denselben Test wieder. Und ich habe wirklich für mich gute Resultate, für das, dass ich das linke Auge blind hatte und jetzt wieder sehen kann. Ich werde wiederkommen, denn es ist noch nicht genügend. Ich möchte, dass es noch besser wird. Zum Abschluss möchte ich noch über meine Resultate sprechen. Ich bin sehr zufrieden und wie Sie wissen, macht man, bevor die erste Behandlung beginnt und am Schluss einen Gesichtsfeldtest in einem Augenspital. Und so wie ich die Verbesserungen gefühlt habe, so sind auch die Resultate von diesem Augenspital, die das mir jetzt wirklich beweisen, dass es besser ist. Und dafür bin ich sehr dankbar. Hier, all den Menschen, die mir geholfen haben und euch, die ihr mir zugehört habt. Dankeschön. Auf Wiedersehen.